Wer kommt bitte auf so eine hirnrissige Idee, bei den Temperaturen mit Plattenträger laufen zu gehen? Zu dieser Burg da drüben. Leute, einer muss ja die Dinge tun, die sonst keiner tut. Einer muss durchziehen, einer muss so stumpf sein. Das war in meinen Einsätzen auch schon immer so. Das erzähle ich aber vielleicht später. Jetzt wird erstmal gerannt. Bis 25 Kilometer werden heute am Ende des Tages auf der Uhr stehen. Das ist meine klassische Plattenträger-Teststrecke. Das heißt, hier teste ich meine Plattenträger auf Herz und Nieren, natürlich auf Bequemlichkeit. Und darauf kommt es eben auch an. Ich habe Plattenträger auch gerne beim Sport an, eben als Gewichtsweste. Und wenn es beim Sport passt, wenn nichts zwickt und zwackt, wenn alles bequem ist und nichts reibt, dann ist die Bequemlichkeit, wenn man das so sagt, natürlich auf dem Feld auch gegeben. Das hier ist nicht mein erster Plattenträger von Begadi. Den alten fand ich auch gut, deswegen habe ich mir natürlich den geholt, aber deswegen habe ich auch ziemlich hohe Ansprüche an diesen Plattenträger. Und wenn er die nicht erfüllt, dann fliegt er. Aber bei der Qualität von Begadi, und ich gehe davon aus, dass der auch so gut ist, dann ist es natürlich ein Top-Produkt und kommt bei mir in den Schrank und geht mit aufs Feld. So, Flacco, und ich sag doch immer, nicht so viel quatschen, weiter geht's. Wir haben noch schlappe 18 Kilometer vor uns. Bis später, Burg. Boah, es geht hier die ganze Zeit den Berg einfach mal hoch und jetzt hat der Burgberg begonnen. Klar, Burg liegt nun mal auf dem Berg, aber krass. Ja, was ist im Einsatz passiert? Wir waren im PHQ, im Police Headquarter in Kunduz und auf einmal wurden wir beschossen und dann kam eben das Feuer, ca. 200 bis 300 Meter Entfernung, RPG Mörser und eben Small Arms, also ganz normal Kalaschnikow und so weiter. Und auf einmal, das war, ich weiß nicht mehr, ob es im Morgengrauen war oder ob es schon bei Dämmerung war. Auf jeden Fall wurde es eben dunkel und da ich damals das NSG 80 hieß, das meine ich, also den Nachtseh-Vorsatz auf dem G36, dass du eben auch durchs Zielfernrohr mit einem Restlichtverstärker eben bei Dunkelheit sehen kannst. Ja, da ich das eben drauf montiert hatte, hat auf einmal mein Gruppenführer gesagt, hier Flacco, du gehst auf den Turm. Ich so, jawohl Gruppenführer. Und ich hier auf diesen Metallturm hochgehechtet, bin auf den Metalltreppen, ich höre noch immer das Geräusch, so ding, 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 ding. Auf einmal schreit mein Zugführer, höre ich hier so und so, also zu meinem Gruppenführer, hast du gerade dem Flacco gesagt, dass er auf den Turm soll? Ja, und er sagt ihm sofort, dass er runter soll. Und dann, Flacco, komm sofort da runter. Ich so, jawohl, hier kehrt gemacht und wieder runter. Ja, ja gut. Befehl, Ausführung, ja, wenn es Sinn ergibt und bei so einer Stärke, die wir hatten, geht einfach mal in der Regel Wirkung vor Deckung, ja, dann ist dem einfach so, ja. Aber bla bla bla, ich zeige euch lieber mal, wo sie hochgeht. Leck mich fett, ey. Oh Leute, da ölt man aber sowas von. Also, was ist mein Fazit? Ganz einfach, der Plattenträger hat den Action-Test bestanden, aber sowas von, genauso wie der andere Träger, den ich schon mal getestet habe. Die Polster, und zwar die Polster an den Schultern sowie die Polster innen, die tun, was sie tun sollen, die Polstern. Mit Belüftung ist hier natürlich nicht viel, das ist ganz klar, aber das macht nichts. Wir können ruhig ein bisschen ölen und ja, das hat auch nicht nur Vorteile, wenn die Polster zu dick sind. Also wie gesagt, deswegen ein kurzes, knappes Fazit schon mal von mir. Der Träger hat den Action-Test bestanden, ist einfach bequem, ist richtig top, nichts reibt, ist völlig bequem. Super, Daumen hoch, wird auf jeden Fall behalten und weiterempfohlen. Alles andere schauen wir uns jetzt im Studio im Detail an. Bis gleich. Action-Test bestanden. Action-Test ist immer der wichtigste Test bei mir. Der Plattenträger ist mega bequem, kann ich auch zum Sport anziehen, wobei ich zum Sport eher diesen hier trage, das von Begadi, der Lightweight, habe ich auch ein Video dazu gemacht. Link findest du in der Beschreibung.
Aber eben Fazit, habt ihr gehört, mega bequem. Eben nicht nur für den Sport, dann eben auch auf dem Spielfeld. Und das muss es sein, darum geht's. Der Plattenträger kommt nicht so, wie ich ihn jetzt hier in der Hand habe, sondern eben mit jeder Menge Zubehör. Und das ist das Krasse, einfach für 89 €. Da habe ich selber gedacht, das kann doch gar nicht sein. Diese ganzen Taschen plus der Träger an sich für 89 €, das muss ich mir mal genauer anschauen. Das ist ein Angebot, dem man nicht widerstehen kann. In der Größe M muss man sagen, den gibt es auch noch eine Nummer größer in XL. Da kostet er dann ein Zehni mehr, also 99 €. Ich bin über 1,90, also ein bisschen über 1,90. Ich habe trotzdem die Größe M, kann jeder machen, wie er will. Ich finde, dass die größeren Träger einfach immer wie eine Schildkröte aussehen und dementsprechend sich auch anfühlen. Das mag ich persönlich nicht. Wer sich für einen Plattenträger entscheidet, der entscheidet sich, sage ich mal, im scharfen Fall, im Ernstfall sowieso nicht für die maximale Sicherheit, sondern hat einfach hier eine Platte an der Seite, vielleicht noch ein bisschen Schutz und das war's. Ansonsten muss man auf andere Lösungen ausweichen, wenn man mehr Schutz möchte. Aber Plattenträger ist einfach Plattenträger. Die Platten sind sowieso nicht größer, zumindest nicht die, die ich verwende. Und deswegen reicht mir Größe M vollkommen aus. Aber ich habe den Plattenträger komplett zerpflückt, denn wir schauen uns jetzt als allererstes mal die Basis an, also den Träger an sich. Danach werden wir mal uns die Taschen genauer anschauen. Was sind für Taschen dabei? Was passt denn hier alles rein? Magazine, welche Magazine passen rein? Passen Granaten rein und so weiter. Es wird interessant. Also zum Plattenträger an sich, der besteht natürlich, wie ein klassischer Plattenträger sein sollte, aus einem Frontteil und einem Rückenteil. Dann hast du hier auch noch die Seitenteile. Da kommen wir aber später noch dazu, was wir mit denen Wunderbares machen können. Das Frontteil ist eben so gestrickt, dass du hier zwei Laschen hast, mit denen du diese Frontflap eben öffnen kannst. Bei diesem Modell ist es nicht möglich, eben dieses Teil hier abzunehmen. Es gibt ja Plattenträger, wo das durchaus möglich ist, hier eben nicht. Kommen wir gleich aber noch dazu. Ansonsten hier rundherum natürlich sowohl vorne als auch hinten überall die klassischen Molleschlaufen, an denen du deine ganzen Utensilien, deine Taschen befestigen kannst. Am Frontpanel hast du hier zusätzlich auch noch eine Klettfläche, wo du jetzt zum Beispiel Patches von deinem Team und so weiter anbringen kannst. Aber eben auch hier im klassischen Molle-Stil, dass du jetzt hier deine Admin-Pouch zum Beispiel festmachen kannst. Also diese Frontklappe hier mit diesen zwei Schlaufen, die schneide ich gleich weg. Ja, also kann sein, dass es jemandem gefällt. Ist ja auch praktisch, wenn man es möchte. Wenn ich jetzt aber das Ding beim Spielern habe, zum Beispiel, dann schlackern die da rum. Ich kann die auch hier reinstecken, aber die kommen immer wieder mehr oder weniger raus. Deswegen bei mir zickzack weg das Ding. Ist aber immer so. Wir wissen ja, Ausrüstung ist noch nie perfekt angekommen. Das heißt, wir müssen immer irgendwas nacharbeiten. Zwar nicht viel, aber ich meine jetzt im Sinne von hier mal einen Tape-Streifen hin, hier vielleicht irgendwas kürzen, und so weiter und so fort. Ja, und die Ausrüstung dann eben perfekt auf uns, auf unsere Ansprüche anpassen. Darum geht's doch, Leute. Ich habe gedacht, die Kappe sitzt schief. Naja, egal. Dann schauen wir uns das Vorderteil auch mal an. Ist hier mit zwei solchen Verschlüssen befestigt. Dazu kommen wir später. Also das ist eben jetzt hier das Frontteil. Vorne haben wir jetzt schon alles geklärt. Jetzt schauen wir uns mal die Innenseite an. Und zwar hast du auf der Innenseite sowohl an der Front als auch am Rückenteil natürlich wieder diese Polster. Wem die Teile hier nicht passen, der kann die auch eben ritsch, ratsch, ganz einfach, ist auch nur festgeklettet, entfernen, und zwar alle. Hier, die sind auch nur, wie ihr seht, festgeklettet. Da hast du natürlich hier den weichen, die weiche Seite vom Klettverschluss, macht ja keinen Sinn. Diese harten Häken, sage ich mal, die würden deine Kleidung komplett zerreißen. Aber ist ja klar. So, alles wieder ran gemacht. Ansonsten eben, der Plattenträger an sich, sage ich auch schon mal dazu, macht, wie ich es gewohnt bin von Begadi, qualitätsmäßig eben einen soliden Eindruck. Die Sachen sauber vernäht hier und zwar auch nicht nur unbedingt immer einmal vernäht, sondern eben so, dass das Ganze passt. Da merkt man eben auch, dass die nötige Erfahrung einfach da ist, solche Sachen zu produzieren bzw. die zu entwickeln. So macht das Ganze natürlich gar keinen Sinn. Deswegen können wir hier den Plattenträger natürlich auch öffnen
und eine ballistische Platte beziehungsweise eine Stahlplatte fürs Training oder eine Dummyplate zum Beispiel, die zum Glück auch im Lieferumfang enthalten ist. Also sowohl für vorne als auch hinten. Ja, und zur Installation muss man hier nicht viel sagen. Ja, einfach reinstecken und los geht's. Und diese Platten, die haben exakt die Größe von diesen echten Sapi-Platten. Also ihr seht, einmal hier, ich mache es mal genau andersrum. Also das ist 1:1 genau die gleiche Größe von so einer Sapi-Platte. Bloß das Gewicht ist natürlich unterschiedlich. Aber da weiß man sich auch zu helfen. Ich nutze zum Beispiel eine Kombination aus diesen Dummy-Platten und diesen Stahlplatten, die es eben hier für Sportzwecke auch überall zu kaufen gibt. Dann habe ich ein ordentliches Gewicht und kann natürlich auch ein bisschen Realismus hier in das Spiel mit reinbringen. So, ihr seht, die Platten, die sitzen auch richtig fest, denn wer es jetzt schon bemerkt hat, vielleicht gerade in der Detailaufnahme gesehen hat, hier ist so eine kleine Tasche, wo die Platten eben sauber hier reinrutschen. Es gibt ja die meisten Modelle an Plattenträgern, die haben hier nochmal so eine Klettlasche innen, die dann die Platte festhalten. Das hat Begadi hier elegant anders gelöst und zwar einfach mit so einer vernähten Tasche hier, wo die Platte eben sauber drin sitzt. Da rutscht auch nichts raus, da leiert nichts aus. Das geht nämlich hier gar nicht. Super Lösung, habe ich so noch nicht oft gesehen. Ich habe es noch nie davor gesehen. Ich habe immer nur die andere Lösung gesehen. Glaube ich zumindest. Egal. So, dann kommen wir zum Rückenteil. Das Rückenteil wird eben mit dem Frontteil, wie schon vorhin erwähnt, einfach hiermit verbunden. Das ist natürlich auch super zum schnellen Abwerfen sozusagen des Plattenträgers, zum schnellen Öffnen. Die Systeme immer wirklich super. Weiter geht's hier zu den Stegen, zu unseren Gurten, die eben ja den ganzen Plattenträger an unseren Schultern halten, beziehungsweise ja, die liegen auf unseren Schultern auf und deswegen macht es auch nur Sinn, dass hier eben eine extra Polsterung angebracht ist, die man natürlich auch lösen kann. Und zwar natürlich wieder beidseitig, also wirklich eine super Polsterung, das ist richtig weit, richtig gut, um eben an diese Gurte hier zu gelangen. Und diese Gurte sind dafür da, um den Plattenträger in der Größe zu verstellen. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der etwas kleiner ist, dann kannst du diese Gurte hier einfach ein bisschen verkürzen. Oder wenn du größer bist, so wie ich zum Beispiel, und ich habe ja gesagt, das ist hier der Plattenträger M und ich bin etwas über 1,90, dann kannst du diese Gurte natürlich auch weitermachen. Tatsächlich würde ich sagen, bei meiner Körpergröße, jetzt ist dann wirklich Schluss. Plattenträger vollkommen ausgereizt. Wenn du jetzt 2,10 Meter bist, dann würde ich wahrscheinlich doch eine größere Größe empfehlen. Aber bei mir geht es noch locker und das Ding hält. Ihr habt es ja gesehen, ich renne damit 20 Kilometer. Das Ding hält bombenfest. Perfekt, sage ich da nur. Zum Rückenteil gibt es nicht viel zu sagen. Erstmal, denn an sich ist der Aufbau der gleiche. Du hast hier eben auch wieder die Molleschlaufen, Berggriff haben wir schon gesagt. Dann zum Rückenteil. Das Rückenteil ist quasi ähnlich aufgebaut wie das Frontteil. Also wir haben hier auch überall natürlich Molleschlaufen. Innen liegend, wie schon erwähnt, hast du eben auch wieder diese Polsterungen, die du auch individuell anpassen kannst, ablösen kannst oder eben auch nicht. Die Platte wird hier eben wieder ganz genau wie beim Frontpanel installiert. Und dann gehen wir zur Besonderheit des Rückenteils und zwar, ja, hier kann man natürlich den Plattenträger auch einstellen. Entweder enger zum Beispiel oder weiter. Das heißt jetzt für mich, wenn ich im Sommer nur mit T-Shirt spiele zum Beispiel, dann brauche ich natürlich enger. Wenn ich im Winter noch eine dicke Winterjacke anhabe und den Plattenträger drüber trage, dann muss ich ihn weiterstellen können und das ist natürlich hier auch optimal der Fall. Ich kann hier einfach dieses Teil hier rausziehen und dann haben wir Schlaufen. Ich habe hier jetzt noch nichts großartig gearbeitet. Wenn ich einmal meinen Plattenträger richtig einstelle, dann würde ich diese Überlängen natürlich festkleben, festtapen,
Das macht ja nur Sinn, das haben wir so gelernt. Aber wie gesagt, jetzt um das zu zeigen, wie kommt er, habe ich das erstmal so gelassen, wie es ist. Hier sieht man das System ganz klar. Einfach braucht man gar nicht viel dazu erklären. Wenn ich das Ganze hier weiterstellen möchte, dann muss ich einfach die Bänder, die Gurte hier weiterziehen. Und wenn ich das Ganze hier enger haben möchte, also Winterjacke ist weg, ich bin nur im T-Shirt unterwegs, dann ziehe ich die Gurte einfach alle fester. Mehr muss man dazu nicht sagen und das geht eben nicht nur auf dieser Seite so, sondern ganz genauso auf der anderen Seite ebenso. Gleiches System, gleiche Erklärung, deswegen erkläre ich es nicht nochmal. Gehen wir auf diese Seitenteile nochmal kurz genauer ein, denn hier ist eine Besonderheit. Die sind natürlich innen auch gepolstert. Auf die Teile kann man gut und gerne verzichten, aber nur, wenn du so wenig Ausrüstung hast, dass alles an deinen Plattenträger passt. Beziehungsweise, wenn du vielleicht mit Battle Belt spielst, dann kann man auch hier drauf verzichten. Im scharfen Einsatz würde ich auf sowas nie verzichten, denn hier haben wir zusätzlich eine Möglichkeit, Weichballistik beziehungsweise auch hartballistische Platten einzubauen. Das heißt für uns hier an den Seiten auch nochmal zusätzlicher Schutz. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, ob du das möchtest oder nicht. Und so kommt der Plattenträger bei dir zu Hause an. So ist er voll konfiguriert. Ihr habt ja schon gesehen, die ganzen Taschen, die dabei sind. Jetzt sind sie alle hier montiert und da schauen wir uns jetzt an, was wir in die alles reinbekommen. Wir haben hier zum einen 1, 2, 3, 4, 5 Magazintaschen und zwar gleich Doppelmagazintaschen sind das. Du bekommst hier selbstverständlich sämtliche AR-15 Magazine rein und zwar egal ob GBB oder für AEG, SAEG. Wie sieht es denn jetzt mit unserer Kalaschnikow aus? 1 bekommen wir rein. Oh, 2 bekommen wir nicht rein. 2 ist zu viel, also Kalaschnikow bekommen wir ein Magazin rein. Und zwar sowohl GBB als auch SAEG, macht euch keine Hoffnungen, das habe ich auch probiert. Wie sieht es mit unserer MP5 aus? Jawohl Leute, MP5 bekommen wir hier einwandfrei 2 Magazine rein. So, was machen wir jetzt mit diesen Taschen? Die könnten wir natürlich auch noch mit unseren Magazinen befüllen, aber wir können sie auch, Achtung, wir können sie aber auch mit unseren Kampfmitteln hier befüllen. Rauchgranate läuft. Das passt. Und wenn du dich fragst, ob die hier reinpassen, dann sage ich dir, na klar, denn die sind gleich groß, beziehungsweise sogar einen Ticken kleiner noch. Was machen wir mit diesen Mehrzwecktaschen? Hier hast du auch jede Menge Platz für irgendwelchen Matic-Kram, wie zum Beispiel unsere Notfallbandagen. Noch ein Tourniquet. Und da würde sogar noch eins und noch eins reinpassen. Jetzt nur als Beispiel. Und die Tasche, ja, hat noch ein bisschen Platz sogar. Das Schöne ist, dass du nicht nur eine Tasche bekommst, sondern du bekommst hier sogar direkt eine zweite Tasche. Das heißt, hier hast du noch mehr Platz, also noch mehr Stauraum für zum Beispiel BBs, für zusätzliche CO2-Kartuschen, Speedloader, dann irgendwas zu trinken, vielleicht was Kleines zu snacken und so weiter und so fort. Da kann man sich ja dann selber austoben, wie man möchte.
Leute, wenn ihr mich fragt, kaufen oder nicht kaufen, dann sage ich sofort kaufen, denn für 89 Euro oder wenn du unbedingt den größeren willst, für 99 Euro, dieses Gesamtpaket, Dummyplatten, Tasche, Magazintaschen, einfach dieses Komplettset für 89 Euro, das ist so ein unschlagbarer Preis bei dieser Qualität von Begadi, da kann man nicht lange überlegen, sondern ab geht der Peter. Und Leute, das Ding macht mich fertig, das ist einfach so gut. Ich sag einfach, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich bin raus. Ach ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen hoch da. Das würde mir helfen, weiterhin solche Videos zu machen. Und ich fänd's cool. Dankeschön. Wie immer, euer Flacco. Bis zum nächsten Mal. Ciao.